Vor kurzem habe ich Videos über essbares Glas entdeckt und die Leute machen die coolsten Sachen daraus. Eisformationen, Feuer. Und da will ich heute noch einen oben draufsetzen. Ich will eine Schale aus essbarem Glas gießen und die dann als Glaskuppel oben auf meine Torte setzen. Nein, ich habe noch nie essbares Glas gemacht. Und ja, ich habe mir als erstes was Schwieriges ausgesucht, denn was soll denn schon schief gehen? Was ist das denn? Nein, nein, warum? Für essbares Glas muss man Wasser und Zucker ohne Rühren aufkochen und der Trick ist, die Masse im richtigen Moment auszugießen und zwar bevor der Zucker karamellisiert. Oh nein, ich glaube, das ist noch viel zu flüssig. Ja, es wird fester. Okay, die Kuppel ist jetzt abgekühlt. Das sieht so gar nicht nach Glas aus. Oh, sie kommt raus. Wow! Oh nein. Es sieht aus wie ein Schneeball. Oh, wie das glitzert. Nur als Kuppel für meinen Kuchen kann ich es nicht benutzen. So. Ich glaube, dass ich beim ersten Versuch meine Kuppel deshalb so weiß geworden ist, weil ich mit meinem Teigschaber die Blasen selber rein... Natürlich sind da auch Blasen, aber bis jetzt ist der Zucker noch klar. Was ist das denn? Ja. So Teil, ich habe zu lange gewartet. Der Zucker hat jetzt schon ein bisschen angefangen zu kristallisieren, zu karamellisieren. Ja. Tja. Es war eindeutig richtig, den Zucker länger kochen zu lassen, denn diese kurz vor dem Karamellisieren Masse ist auch richtig, richtig schnell ausgehärtet. Da meine Silikonform innen matt ist auch die Kugel matt, aber sie ist so glatt. Innen ist ein bisschen klebrig. Meine Erkenntnisse aus 4 Kuppelversuchen. Erstens, Timing ist alles. Man muss die Zuckermasse genau im richtigen Moment vom Herd nehmen und zwar gerade bevor sie anfängt zu karamellisieren. Das ist nicht so leicht, aber ich kann euch versichern, spätestens beim 4. Versuch entwickelt man so langsam ein Gefühl dafür. Zweitens, für eine Kuppel von dieser Größe braucht man 200 Gramm Zucker. Aber das Mischverhältnis mit dem Wasser ist völlig egal. Das beeinflusst nur die Zeit, die die Masse auf dem Herd braucht. Drittens, die Form nur schwenken, nicht streichen. Warum? Viertens, 24 Stunden warten. Ich bin sehr überrascht zu sehen, dass nämlich meine 4. Kuppel heute Morgen viel klarer ist als gestern. Ich nehme mal an, dass sich die äußerste Schicht, die von der Silikonform ein bisschen matt war, irgendwie selber geglättet hat mit der Zeit. Vielleicht liegt es auch an der Luftfeuchtigkeit, weil ich da gekocht habe, keine Ahnung. Aber 24 Stunden später ist die Kugel schöner und durchsichtiger. Tja, und einen Tag später ist dann das hier passiert. Also ewig lang stehen lassen kann man das essbare Glas wohl auch nicht. Es gibt wohl ein Optimum, wann die Kuppel am schönsten aussieht. Ungefähr nach 24 Stunden und ein bisschen. Ich werde wohl noch eine 5. Kuppel machen müssen, aber diesmal erst, wenn mein Teig und die Creme fertig sind. Darum mache ich jetzt Schokobiskuit und Buttercreme. Ich glaube, das ist das 2. Mal oder 3. Mal, dass ich überhaupt Biskuit mache. Und das 1. Mal, dass es eine geschichtete Torte wird. Also wünscht mir Glück, Leute. Ich bin nur froh, dass es so gute Backtutorials gibt. Darum einen riesen Dank an Einfach Backen und Sugar Princess. Ohne eure Videos wäre ich aufgeschmissen gewesen. Das fühlt sich mega lustig an. Wie so ein Schleimball. Hier ist mein Pudding für die Buttercreme. Den habe ich über Nacht auskühlen lassen und jetzt hat er Zimmertemperatur. Und hier ist mein Biskuitteig, aber er ist ein bisschen angebrannt. Dunkler Teig plus kaputtes Ofenlicht ist gleich... Das habe ich kaputt gemacht, als ich versucht habe, den Kuchen aus der Form zu schneiden. Ich habe kein längeres Messer und auch kein fancy Schneidutensil. Das wird interessant, aber erstmal probiere ich, das Verbrannte wegzuschneiden. Ja! Oh, es ist nur die oberste Schicht. Oh! Okay, mein Kuchen ist gerettet. Jetzt kommt der Schritt, vor dem ich am meisten Angst habe, nämlich meinen Teig in Schichten zu schneiden.
ist nicht besonders hoch. Ist nicht so. Aber das werden dünne Schichten. Sprich, eine größere Chance, es zu vermasseln. Er lässt sich echt gut schneiden. Und dann schneide ich ihn auch gerade, ist die Frage. Ich habe natürlich auch kein fancy Ding, das aussieht wie eine Pizzaschaufel. Ja, ich würde mal sagen, gut genug. Ich habe gerade einen Krümel probiert und dieser Teig ist so lecker. Oh mein Gott, der ist so lecker. Das Rezept ist von Einfach Backen und ich verlinke dir das in der Videobeschreibung. Ich verlinke sowieso alles, also gerne reingucken. Buttercreme. Jo. Was soll das so? Okay. Jetzt sieht es aus wie ein Melonenbrötchen. Als nächstes will ich einen Teil der Buttercreme grün färben für das Gras, aber da gibt es ein kleines Problem. Denn Butter ist, wie wir alle wissen, Fett und dafür brauche ich fettlösliche Lebensmittelfarbe, sonst funktioniert das nicht. Nur kriege ich die irgendwie nicht im Laden und ich habe gerade keine Zeit, die online zu bestellen, deshalb versuche ich was anderes. Ich werde mit meiner normalen Lebensmittelfarbe zuerst den Pudding grün färben und dann erst Pudding und Butter verrühren. Hoffentlich klappt das. Oh je, ich habe schon fast die ganze Flasche da reingekippt. Aber ich denke, der Pudding muss sehr intensiv grün sein, denn wenn die Butter kommt, wird ja alles nochmal heller. Klumpen, oh nein. Ich habe Pudding und Butter einfach noch ein bisschen länger stehen lassen und dann hat es funktioniert. Jetzt kann ich meine allererste Torte schichten. Oh, der Teig ist außerdem ein bisschen angetrocknet. Ich hätte den Teig abdecken müssen. Ups. Und natürlich besitze ich auch keinen Tortenring, aber ich habe alte Overhead-Folien und Klebeband. Ich habe in Videos gesehen, dass jetzt erst ein bisschen Marmelade auf den Tortenboden kommt und dann erst die Buttercreme. Ich weiß nicht, ob man das wirklich bei jeder Cremetorte so macht, aber so habe ich es gesehen. Nein. Ich glaube, die Marmelade ist zu kalt. Ich habe einen ziemlich dummen Fehler gemacht. Die Torte muss doch nachher noch in den Kühlschrank und so kann ich sie nicht transportieren. Okay, weiter geht's. Also für einen DIY-Tortenring, finde ich, hat es richtig gut geklappt. Und an dieser Stelle habe ich rausgefunden, wozu die Marmelade beim Tortenschichten gut ist. Damit die Buttercreme klebt. Ja, nächstes Mal kommt doch welche oben drauf. So, die Basistorte steht. Jetzt brauche ich noch Bäume, Häuser und Menschen als Deko. Erstmal schmelze ich mir ein bisschen Schokolade. Und dann nehme ich eine Spritze und zeichne quasi meine Bäume damit. Das funktioniert richtig gut. Und wisst ihr was? Man merkt, wenn man eine gute Idee hatte, wenn man genau das gleiche Teil in Pink in der Backabteilung findet. Nur extrem überteuert, weil es pink ist und Backen draufsteht. Ein kleiner Tipp zum Geldsparen. Jetzt kommen noch Reste der Buttercreme drauf und tada, ein Baum. Genauso mache ich jetzt noch ein paar Menschen. Sieht das rassistisch aus? So, hier haben wir unsere diverse Gesellschaft und alle sind wohl nackt, okay. Häuser. Hier habe ich Platten aus geschmolzener Schokolade gemacht und jetzt schneide ich mit einem warmen Messer meine Fertighausteile zu. Ganz einfach. Das soll so, das ist Kunst, okay? Nein! Nein, warum? Zeit zum Dekorieren. Ich gebe zu, ich bin weit entfernt von einer technisch perfekten, Instagram-tauglichen Torte, aber man erkennt, was es sein soll und es ist meine erste geschichtete Torte, darum bin ich mega stolz darauf. Darum wollte ich dieses Video unbedingt mit euch teilen, denn es muss nicht jedes deiner Projekte perfekt sein, es muss nur dir gefallen. Aber jetzt zu der vielleicht wichtigsten Frage, lässt sich diese Torte überhaupt anschneiden? Dauert mir zu lang. In der Mitte ist die Kuppel so dick.
Ja, jetzt